Das sumerische Iden, auch als die mesopotamische Steppe Iden bekannt, wird in sumerischen Texten als ein fruchtbares Land beschrieben, das reich an Wasser und Vegetation war. Diese Region wird mit dem Gebiet im südlichen Mesopotamien, dem heutigen Südirak, in Verbindung gebracht, insbesondere mit dem Tiefland zwischen den Flüssen Tigris und Euphrat. Historische Überlieferungen deuten darauf hin, dass Iden eine zentrale Rolle in der sumerischen Mythologie spielte und als Ursprung einer frühen Form von Landwirtschaft und Zivilisation angesehen wurde. Die Region soll von Kanälen und Bewässerungssystemen durchzogen gewesen sein, die das Wachstum von Pflanzen und die Ansiedlung von Gemeinschaften ermöglichten. Die Zusammenarbeit zwischen den Anunnaki und den Igigu bei der Kultivierung von Iden war ein komplexer Prozess, der verschiedene Aspekte der Terraformung, Landschaftsgestaltung und Bewässerung umfasste. Die Igigu, eine Gruppe semitischer Gottheiten, standen zunächst im Dienste des sumerischen Pantheons der Anunnaki-Götter und fungierten als Arbeiter und Diener der Anunnaki auf der Erde. Gemäß dem semitischen Atrahasis-Epos waren die Igigu die 6. Generation jüngerer Gottheiten. Der Begriff Igigi ist akkadischen Ursprungs und wird oft synonym mit den sumerischen Begriffen für Götter verwendet. Die genaue Etymologie des Wortes ist unklar, aber es wird angenommen, dass es Himmelsgötter oder die Wachen des Himmels bedeutet. Möglicherweise handelt es sich um ein Wortspiel, da die Silbenkombination als Zahl interpretiert werden kann, die entweder 7 die Zahl der großen Götter ergibt, oder zu 600 multipliziert wird, was in einigen Traditionen die Gesamtzahl der Götter darstellt. Sie waren eine Untergruppe der göttlichen Hierarchie und standen in einem komplexen Verhältnis zu den Anunnaki, die als Hauptgötter und Schöpfer galten. Die Igigu wurden in der mesopotamischen Kunst und Literatur oft symbolisch dargestellt. Sie wurden manchmal als Sterne am Himmel beschrieben, was ihre Rolle als himmlische Wachen betonte. In den Tempeln und Schreinen wurden ihnen Opfer dargebracht, und sie wurden in Gebeten und Hymnen angerufen, um Schutz und Hilfe zu erbitten. Sie wurden im Wesentlichen als Vermittler zwischen unserer Erde und Nibiru angesehen. Die Ursprünge von Nibiru liegen in der antiken babylonischen Mythologie. In Texten wie dem Enuma Elish wird Nibiru als eine der wichtigsten Gottheiten erwähnt, die eng mit Marduk, dem babylonischen Hauptgott, verbunden ist. Die Erzählungen der Enuma Elish und anderer Texte beschreiben Nibiru als einen bedeutenden Akteur in der babylonischen Schöpfungsgeschichte und als Schlüsselfigur im kosmischen Drama. Die Interpretationen von Nibiru als göttliche Figur variieren je nach Kontext und Quelle. Einige Forscher betrachten Nibiru als eine Personifizierung des Himmels, der kosmischen Ordnung oder als eine Art himmlischen Wegweiser, der die Bewegungen der Sterne und Planeten lenkt. Andere Interpretationen sehen Nibiru möglicherweise als eine göttliche Instanz, die über den Übergang zwischen Himmel und Erde wacht und eine vermittelnde Rolle zwischen den göttlichen und menschlichen Sphären einnimmt. Es ist wichtig zu betonen, dass die Mythologie reich an Symbolik und metaphorischer Bedeutung ist, und daher können verschiedene Interpretationen von Nibiru als göttliche Figur existieren, die sich auf unterschiedliche Aspekte der menschlichen Existenz und des Kosmos beziehen. Die Mythen und alten Überlieferungen deuten darauf hin, dass die Igigu als eine Zwischenstufe oder Vorläufer innerhalb der von den Anunnaki geschaffenen Hierarchie existierten. Diese Interpretation könnte nahelegen, dass die Anunnaki die Igigu als eine Art Arbeitskraft oder Diener für ihre Tätigkeiten auf der Erde erschaffen haben, ähnlich wie einige menschliche Schöpfungsmythen die Erschaffung von Dienern oder Helfern durch höhere Wesen beschreiben. Heute wissen wir aus verschiedenen Überlieferungen, dass die Anunnaki als Götter der oberen Süßwasserhimmel und die Igigu als Götter im unteren kosmischen Ozean betrachtet wurden und zusammenarbeiteten, um die mesopotamische Steppe zu formen und bewohnbar zu machen. Sie gestalteten die Landschaft neu, um fruchtbare Böden zu schaffen und ein geeignetes Klima für menschliche Besiedlung und Landwirtschaft zu etablieren. Sie errichteten große Städte und Monumente in Mesopotamien, wie die legendäre Stadt Eridu und das Ziggurat von Ur,
was auf ihre herausragende Expertise in Bautechniken und ihr umfassendes architektonisches Wissen hindeutet. Dies könnte die Verwendung von hochentwickelten Werkzeugen, Maschinen und ingenieurtechnischen Prinzipien umfassen. Der Ziggurat von Ur wurde im frühen 21. Jahrhundert vor Christus während der Herrschaft von König Ur-Nammu, dem Gründer der dritten Dynastie von Ur, erbaut. Dies datiert seine Konstruktion etwa auf die Zeit zwischen 2100 und 2050 vor Christus. Der Ziggurat war dem Mondgott Nanna gewidmet und diente sowohl als religiöses Zentrum als auch als beeindruckendes architektonisches Monument in der antiken Stadt Ur. Der Ziggurat ist eines der am besten erhaltenen Beispiele für die monumentale Baukunst der sumerischen Kultur. Es gibt Belege dafür, dass die Stadt Eridu sogar noch früher, nämlich im 4. Jahrtausend vor Christus erbaut wurde, und der Bau am Tempel von Enki-e-Abzu in Eridu erfolgte während der Phasen Eridu 11 bis Eridu 2, die in das 4. Jahrtausend vor Christus fallen. Die Bewässerung und Wasserwirtschaft spielten eine entscheidende Rolle. Die Anunnaki und Igigu entwickelten fortgeschrittene Bewässerungssysteme und Wasserwirtschaftstechnologien, einschließlich Kanälen, Dämmen und anderen hydraulischen Infrastrukturen, um Wasser zu verteilen und Überschwemmungen zu kontrollieren. Südmesopotamien war im Wesentlichen agrarisch und war auf künstliche Bewässerung angewiesen. Die frühesten keilschriftlichen Belege für vollständig entwickelte Bewässerungsnetze stammen aus königlichen Inschriften und Archivdokumenten aus einem Tempelarchiv der Stadt Lagash, um 2475 bis 2315 vor Christus. Diese Quellen dokumentieren ein vierstufiges Bewässerungssystem, das wahrscheinlich nach der Vereinigung des Staates durch Ur-Nanshe und Eannatum etabliert wurde. Der Bau der Hauptkanäle und Regulatoren wurde vom Herrscher durchgeführt, der auf die Zwangsarbeit der Tempelarbeiter angewiesen war. Die Tempel waren für die Instandhaltung der unteren Bewässerungsstrukturen wie Verteiler und Dämme auf ihren Feldern verantwortlich. Ein weiterer wichtiger Aspekt war die genetische Ingenieurwissenschaft. Texte legen nahe, dass die Anunnaki fortschrittliche Biotechnologien verwendeten, um die ersten Menschen zu erschaffen. Sie sollen ihre eigene göttliche Essenz mit der eines weiblichen Primaten gemischt haben, um eine neue Rasse fähiger und erlernbarer Wesen zu erschaffen. Der Schöpfungsmythos, in dem die Anunnaki göttliches Blut mit irdischer Materie vermischen, um Menschen zu formen, hat Spekulationen über fortgeschrittene Technologien ausgelöst. Die Idee, dass sie in der Lage waren, ihre eigene göttliche Essenz mit der eines weiblichen Primaten zu verschmelzen, um eine neue Spezies zu schaffen, legt nahe, dass sie fortgeschrittene Methoden der genetischen Manipulation hatten. Diese Spekulationen zeigen, dass der Schöpfungsmythos der Anunnaki nicht nur für spirituelle und mythologische Interpretationen geeignet ist, sondern auch dazu dient, über das potenzielle technologische Können einer überlegenen Zivilisation nachzudenken. Darüber hinaus wurden die Anunnaki als Lehrer betrachtet, die Weisheit, Gesetze und moralische Kodizes vermittelten. Dies legt nahe, dass sie robuste Systeme zur Bewahrung und Übertragung ihres fortgeschrittenen Wissens und ihrer Technologien über Generationen hinweg entwickelt hatten. Trotz ihrer Zusammenarbeit entstand später ein Konflikt zwischen den Anunnaki und den Igigu, der aus der Unzufriedenheit der Igigu mit ihrer Zwangsarbeit für die Anunnaki resultierte. Dies führte zu einer offenen Rebellion unter Führung von Kingu, dem Sohn Tiamats, die jedoch von den Anunnaki unterdrückt wurde. Als Folge beschloss der Rat der Anunnaki, Menschen zu erschaffen, um die Arbeit der Igigu zu übernehmen. Die Erschaffung der Menschheit, die in diesem Mythos aus dem Blut und Geist des rebellischen Igigu-Führers Kingu und Lehm durch den Gott Enki entstand, markierte einen Wendepunkt in der sumerischen Schöpfungsmythologie. Diese neuen Kreaturen trugen etwas Göttliches, aber auch etwas Aufsässiges in sich, da sie teilweise von dem Igigu-Führer Kingu abstammten. Die Schöpfung der Menschheit, die aus der Rebellion der Igigu hervorging, stellte jedoch keine dauerhafte Lösung dar.
Mit der Zeit wuchs die Menschheit in Zahl und Einfluss, was zu neuen Spannungen führte. Diese Entwicklungen mündeten schließlich in der großen Flut, einem weiteren zentralen Ereignis der sumerischen Mythologie, das als Reinigung und Neuanfang für die Schöpfung interpretiert wird. Nachdem sich die Menschheit vermehrt und unruhig geworden war, beschlossen die Götter, sie durch Plagen zu dezimieren. Enki riet jedoch den Menschen Geschenke und Gebete von den Göttern zurückzuhalten, bis einer von ihnen die Plagen stoppen würde. Als sich dies nach weiteren 1200 Jahren wiederholte, beschlossen die Götter schließlich, die Menschheit durch eine Flut zu vernichten. Die Geschichte der Anunnaki und der großen Flut ist in mehreren antiken nahöstlichen Mythen erhalten, besonders im Atrahasis-Epos aus dem 18. Jahrhundert vor Christus. Dieses Epos ist eine Fusion verschiedener sumerischer Themen und älterer mythologischer Konzepte und erzählt von einer massiven Flut, die das Schicksal der Menschheit für immer veränderte. Enlil rief im Mythos die Götter zu einem Rat zusammen und erklärte: Die Menschen sind zu zahlreich geworden, ihr Lärm ist unerträglich. Wir müssen sie vernichten und die Erde reinigen. Die meisten Götter stimmten seinem Vorschlag zu und beschlossen, eine gewaltige Flut zu senden, die alles Leben auf der Erde auslöschen sollte. Doch Enki, der Gott des Wassers und der Weisheit, konnte nicht zulassen, dass seine Schöpfung vollständig vernichtet wurde. In seiner Sorge um die Menschheit entschied er sich, heimlich zu handeln und einen Plan zu schmieden, um das Überleben eines Teils der Menschheit zu sichern. In der Stille der Nacht sprach Enki zu Ziusudra, einem weisen und gerechten Mann. Durch eine Mauer hindurch flüsterte er ihm zu: Ziusudra, höre mich an. Die Götter haben beschlossen, eine Flut zu senden, die alles Leben vernichten wird. Du musst ein großes Boot bauen, es mit deiner Familie und allen Arten von Tieren füllen und so das Leben bewahren. In der sumerischen Version des Mythos wird Ziusudra jedoch nicht allein als Baumeister des Schiffes dargestellt. In den Schriften heißt es, dass der Gott Enki ihm die Anweisung gab, das Schiff zu bauen, und Ziusudra dabei mit detaillierten Anweisungen und göttlicher Hilfe versorgt wurde. Die Aufgabe des Schiffbaus war also nicht nur seine eigene Verantwortung, sondern er erhielt göttliche Unterstützung, um das monumentale Werk zu vollenden. Auch in der babylonischen Version, Epos von Gilgamesch, erhält Utnapishtim von den Göttern detaillierte Instruktionen, wie er das Schiff bauen soll. Insofern war Ziusudra nicht allein in diesem Unterfangen. Er hatte sowohl göttliche Weisheit als auch möglicherweise handwerkliche Unterstützung von anderen Menschen oder Göttern, die ihm halfen, das Schiff zu bauen, um die Flut zu überstehen. Dann kam der Tag, an dem der Himmel sich verdunkelte und die Erde zu beben begann. Regenmassen ergossen sich vom Himmel und die Flüsse traten über ihre Ufer. Die Flut, die die Götter beschlossen hatten, überrollte das Land und verschlang alles Leben. Tag um Tag, Nacht um Nacht tobten die Wasser, bis schließlich nichts mehr außer der endlosen Wasserfläche zu sehen war. Ziusudra ließ Vögel frei, um zu prüfen, ob das Land wieder trocken war. Als die Vögel nicht zurückkehrten, wusste er, dass das Land wieder bewohnbar war. Nach vielen Tagen und Nächten begann das Wasser zu sinken. Die Arche strandete schließlich auf einem hohen Berg. Er verließ die Arche und brachte Opfergaben dar, um den Göttern zu danken. Enlil, der zuerst erbost war, dass jemand überlebt hatte, erkannte schließlich die Weisheit in den Handlungen von Enki. Er segnete Ziusudra und seine Familie und gewährte ihnen ewiges Leben, damit sie in den Bereich der Götter aufsteigen konnten. So endete die große Flut, und das Leben auf der Erde begann von neuem, bewahrt durch die Gnade und Weisheit von Enki und dem Gehorsam Ziusudras. Die Menschheit lebte weiter, lernte aus ihrer Vergangenheit und ehrte die Götter, die sie erschaffen und gerettet hatten. Eine Version der sumerischen Königsliste führt Atrahasis sogar als historische Figur auf, den Sohn von Ubaratütü, dem König von Shuopak. Das Atrahasis-Epos beeinflusste auch das Gilgamesch-Epos, und Teile davon wurden fast wörtlich übernommen.
Die Flutgeschichte in den mesopotamischen Mythen weist starke Parallelen zur biblischen Flutnarrative auf und gilt als weit verbreitetes Motiv in den Schöpfungsmythen des antiken Nahen Ostens. Die Unterschiede und Parallelen zwischen den mesopotamischen und biblischen Versionen betonen die kulturellen und theologischen Nuancen. In der sumerischen Version dauert die Flut nur 6 bis 7 Tage, im Vergleich zu den 40 Tagen in der biblischen Erzählung. Im Atrahasis-Epos warnt der Gott Enki den Fluthelden und hilft ihm beim Bau eines Schiffes. In der Bibel ist es Gott selbst, der Noah anweist, die Arche zu bauen. Das göttliche Motiv hinter der Flut ist ebenfalls unterschiedlich. In den sumerischen Texten entscheiden sich die Götter für die Flut, weil die Menschheit zu zahlreich und unruhig geworden ist. Im Gegensatz dazu wird die Flut in der Bibel als Gottes Strafe für die Sündhaftigkeit der Menschheit dargestellt. In den sumerischen Mythen wird die Flut nicht als einzelnes kataklysmisches Ereignis betrachtet, das die Menschheitsgeschichte in vor- und nachflutige Ähren teilt. Im Gegensatz dazu markiert die Flut in der Bibel einen klaren Wendepunkt in der menschlichen Geschichte. Diese Unterschiede spiegeln die Vielfalt kultureller und theologischer Perspektiven wider, die in verschiedenen Zivilisationen und Religionen existieren, und wie sie gemeinsame Themen wie die Flut interpretieren. Ein Vergleich der sumerischen und biblischen Flutgeschichten mit ähnlichen Erzählungen in anderen Kulturen und Zivilisationen enthüllt die faszinierende Universalität dieses Motivs in der menschlichen Geschichte. In zahlreichen Kulturen auf der ganzen Welt finden sich Flutmythen, die auf den ersten Blick unterschiedlich erscheinen, aber dennoch erstaunliche Parallelen aufweisen und tiefe Einblicke in die menschliche Psyche, die Natur und die Beziehung zwischen Mensch und Göttlichkeit bieten. In der griechischen Mythologie gibt es die faszinierende Geschichte von Deukalion und Pyrrha, die sich als Überlebende einer gewaltigen Flut wiederfinden und die Aufgabe erhalten, die Menschheit neu zu bevölkern. Diese Erzählung weist bemerkenswerte Parallelen zu den Flutmythen in anderen Kulturen auf, insbesondere zu den sumerischen und biblischen Traditionen. Die Geschichte beginnt damit, dass Zeus, der oberste Gott im griechischen Pantheon, beschließt, die korrupte und sündhafte Menschheit durch eine gewaltige Flut zu vernichten. Deukalion, der Sohn des Prometheus, und seine Frau Pyrrha werden jedoch von den Göttern verschont. Dank einer Warnung von Prometheus können sie sich rechtzeitig in eine Arche retten, die sie sicher durch die Fluten trägt. Nach dem Rückgang des Wassers landen Deukalion und Pyrrha auf dem Gipfel des Berges Parnassus. Auf Anweisung des Orakels der Göttin Themis werfen sie Steine über ihre Schultern, die sich in neue Menschen verwandeln. So entstehen die neuen Generationen der Menschheit. Dieses göttliche Eingreifen, das die Rettung und das Überleben der Helden ermöglicht, zeigt deutlich die Rolle einer übermenschlichen Macht, die das Schicksal der Menschheit lenkt. Diese Parallelen verdeutlichen nicht nur die Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Kulturen und deren Mythen, sondern auch die universelle menschliche Sehnsucht nach Rettung und Neuanfang. Der Gedanke, dass eine höhere Macht eingreift, um das Leben zu bewahren und einen Neuanfang zu ermöglichen, zieht sich wie ein roter Faden durch viele alte Überlieferungen. Auch in der hinduistischen Mythologie findet sich eine beeindruckende Erzählung, die sich um eine große Flut dreht und die Vorstellung einer göttlichen Rettung und eines Neuanfangs betont. Diese Geschichte handelt von Matsya, dem göttlichen Fisch, und dem weisen Menu. Menu, der als der erste Mensch und Gesetzgeber in der hinduistischen Tradition gilt, erhält eines Tages Besuch von einem kleinen Fisch, der ihn um Schutz bittet. Menu nimmt den Fisch mit und setzt ihn in ein Gefäß. Der Fisch wächst jedoch schnell und benötigt immer größere Behälter, bis er schließlich im Ozean freigelassen wird. Zu diesem Zeitpunkt offenbart sich der Fisch als Matsya, eine Inkarnation des Gottes Vishnu, und warnt Menu vor einer bevorstehenden katastrophalen Flut, die alles Leben auf der Erde vernichten wird. Matsya befiehlt Menu, ein großes Boot zu bauen und es mit den Samen aller Pflanzenarten sowie den Arten von Tieren zu beladen, um die Vielfalt des Lebens zu bewahren. Als die Flut beginnt,
erscheint Matsya erneut, diesmal in gigantischer Gestalt, und zieht das Boot durch die Wasserfluten, um Menyu und die geretteten Lebensformen sicher zu bewahren. Nach dem Ende der Flut wird das Boot auf dem Gipfel eines Berges verankert, und Menyu kann das Leben auf der Erde neu begründen. Diese Erzählung hebt die enge Verbindung zwischen der Natur und dem Göttlichen hervor, indem sie zeigt, wie die göttliche Macht nicht nur die Menschen, sondern auch die gesamte Schöpfung rettet. Die Naturkatastrophe wird als göttliche Intervention interpretiert, die sowohl Zerstörung als auch die Möglichkeit eines Neuanfangs bringt. Der göttliche Fisch Matsya symbolisiert die schützende und rettende Kraft des Göttlichen, die in Zeiten größter Not eingreift, um das Leben in all seinen Formen zu bewahren. Die Parallelen zu anderen Flutmythen sind auch hier deutlich erkennbar. Genau wie in den griechischen, sumerischen und biblischen Traditionen steht eine göttliche Macht im Zentrum der Erzählung, die über das Schicksal der Menschheit entscheidet und das Überleben ermöglicht. Diese Geschichten reflektieren eine universelle menschliche Erfahrung und den Glauben an eine höhere Macht, die in Krisenzeiten eingreift, um das Leben zu retten und einen Neuanfang zu ermöglichen. Die hinduistische Flutgeschichte von Matsya und Menyu zeigt, wie die Menschen in verschiedenen Kulturen Naturkatastrophen als göttliche Zeichen interpretieren und durch göttliche Anweisungen und Schutzmaßnahmen versuchen, sich diesen Herausforderungen anzupassen und zu überleben. Sie unterstreicht die Hoffnung und den Glauben an die Möglichkeit des Überlebens und der Wiederherstellung, auch angesichts überwältigender Katastrophen, und stellt die enge Verbindung zwischen der göttlichen Sphäre und der natürlichen Welt in den Vordergrund. Trotz dieser Unterschiede haben die Mythen der Anunnaki und Igigu-Götter in der sumerischen und akkadischen Tradition nichts von ihrer Faszination verloren. Diese Mythen werfen grundlegende Fragen auf, die die menschliche Vorstellungskraft seit Jahrhunderten beflügeln und die Grundlagen unseres Daseins herausfordern. Eine mögliche Überlegung wäre die Frage nach dem Zweck und Schicksal der Menschheit in der Welt, die aus den sumerischen Mythen abgeleitet werden kann. Die Vorstellung, dass die Menschheit als Produkt göttlicher Schöpfung entstanden ist, wirft Fragen nach unserer Beziehung zu den Anunnaki und Igigu auf. Sind wir nur Diener, oder haben wir ein größeres Schicksal? Lass mich wissen, was du denkst. Teile deine Gedanken, Fragen oder Ideen in den Kommentaren. Ich bin gespannt, was du zu sagen hast. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, es zu liken. Das unterstützt meinen Kanal sehr. Aktiviere die Glocke, damit du keine zukünftigen Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal.